Läuft schon? Ja, Gibt's ja gar nicht. Guten Morgen. Leute, wir nehmen euch heute mit zu einem Tag in meinem Leben. Also wir haben 8:45 und ich habe jetzt gleich einen Termin per Zoom. Das ist das allererste, was wir heute machen. Es stapelt sich, Leute, wie immer. Und wir gucken mal, wie wir durch den Tag jetzt durchkommen. Dürfen wir nicht. Julian, hast du das gemacht? Nee. Wenn man in seine eigene Firma nicht reinkommt, ist auch gut, ne? Wie kommen wir rein? Das ist so. Aha. Guck mal. Erster Termin. Moment. Morgen. Morgen. Ja. Alle begeistert? Morning, Sir. Ja? Muss er den Termin fahren. Yes. Guck mal, er nervt schon wieder. Das ist sein Job. Bitte? Der Björn nervt natürlich nicht. Doch immer, aber nur Ja? zielgerichtet. Ja, das sieht sehr attraktiv aus mit dem Kopfhörer. I know. Ja, das muss ich auch so machen. Nee, geht wieder nichts. Mega. Das Problem, was ich habe, und das ist echt jeden Tag im Moment so, das ist schon dieses ganze Jahr so, ist, dass ich irgendwie einfach 60 Stunden im Tag brauche. Das jeder aber nicht. Also ich finde die Tasse auch sehr gut. Findest du? Ja. Lebenseinstellung. So, Leute. Ich steige jetzt erstmal in meinen ersten Zoom-Termin ein. Und zwar eine Zoom-Konferenz mit LVMH aus Paris. Geht um Digitalisierung und danach sehen wir uns wieder. Ich will euch auch super gerne mal mit auf die Reise nehmen, wenn wir Produkte bauen und am Anfang drüber reden. Da müssen wir echt mal, Julian, mal gucken, wie wir das machen können. Ja, sehr gern. Aber meistens musst du halt die Dinger erstmal fertig bauen und fertig ingenieren, bis es dann funktioniert. Um euch kurz immer wieder abzuholen. Ich habe jetzt einen Termin mit Björn, wo wir über die Jahresplanung 2024 sprechen. Es ist jetzt Oktober 2023 und wir sind jetzt schon so unterwegs, dass ich hier vor einem Kalender sitze für 2024, der ziemlich voll ist und gerade auch immer voller wird. Normalerweise gehe ich ins nächste Jahr und habe, ich würde mal sagen, Björn, was würdest du sagen? 40-50% der Arbeitszeit? 70. Ja, tatsächlich fast schon 70. Ich sag mal, dein Jahreskalender ist zu 70% tatsächlich vorgetaktet. Das heißt dann natürlich, hey, da bist du in Pebble Beach, hey, da bist du in Monaco, hey, da bist du auf der Essen Motor Show, hey, da bist du zu einem Steuerkreis, heißt einem regelmäßig stattfindenden Projektmeeting in Finnland. Aber es ist erschreckend, wie viel da schon vordefiniert ist. 2 Stunden Termin. Jetzt kommt Jörn, weil wir ein dringendes Thema besprechen müssen. Wir haben ein Fahrzeug bestellt bei einem namhaften italienischen Hersteller. Und da haben sich einige Änderungen in der Bestellung gegeben. Hallo Jörn. Hallo Freundchen. Der hat es mir eine WhatsApp geschickt. Und er weiß nicht, wie funktioniert. Ist schon nicht unerheblich vom Aufpreis, auch wenn du natürlich diese Vergleichsrechnung da zu Recht aufmachst, aber der Aufpreis ist schon gewaltig. Hast du dir eigentlich schon mal den neuen digitalen Leitstand angeguckt? Ja, gestern ausführen. Hammergeil, oder? Boah, unglaublich. Komm, gucken wir uns gleich mal an. So, zack, wieder eine Stunde später auf den Termin. Wir gehen uns jetzt einmal einen speziellen Rocket Air angucken, den wir gerade in der Fertigung haben. Und unsere neue Fertigung ist ja seit einer Woche in Betrieb. Komplette neue Fertigung. Oder korrekt gesagt, Bravus GmbH, Werk 1, Fertigungsbereich 3. Und auch da gehen wir jetzt mal einmal vorbei, weil da gibt es noch diverse Änderungen, ein paar kosmetische Themen, aber auch ein bisschen Infrastruktur, die wir ändern müssen. Und das gucken wir uns jetzt mal an. Wir haben bereits im letzten Jahr fertig renoviert den Fertigungsbereich 1, die alte Werkstatt. Und wir haben jetzt gerade fertig renoviert den Fertigungsbereich 3. Wer jetzt rechnen kann, der weiß, da fehlt die 2 und dem stehen wir gerade in unserer Glashalle. Das Problem ist aber, dass wir so viel renovieren werden im Bestand, weil wir ja hier in einem Mischgebiet sitzen mit der Firma, dass wir im Bestand sanieren müssen. Dann wird auch hier der neue Boden verlegt und kommen auch hier ein paar neue Fertigungseinrichtungen rein und dann kannst du von vorne ein bisschen durchlaufen und dann ist richtig geil. Wir haben seit 20 Jahren ein Problem gehabt, einen Boden zu finden, bei dem Reifen keinen Flecken auf den Boden machen. Jede Werkstatt, die jeder von euch kennt, läufst du rein, guckst du auf den Boden, sind wahrscheinlich Fließböden wie diese hier, also rein gegossene Böden. Und wenn da Autos länger stehen, hast du immer fiese gelbe Flecken auf dem Boden. Müsste man hier auch rucki-zucki mal eben finden. Ja. Das hat damit zu tun, dass die Weichmacher, die im Gummi sind, also im Prinzip das Gummi reagiert mit dem Boden.
und färbt ihn so. Das Problem ist, es gibt kaum Böden, die das nicht haben. Und die Lösung, die wir jetzt gefunden haben, zeige ich gleich nochmal, ist ein schwarzer Gummiboden. Banale Aussage dazu ist, der ist schon Gummi und der ist schon schwarz. Also da kannst du ruhig Flecken drauf machen. Das hat schwarz auf schwarz, sieht man nicht. Und es sind Puzzleteile. Das heißt, wir müssen nicht mehr, wenn du hier so eine Halle hast, da ist ein Flecken drauf, musst du den kompletten Boden neu machen. Inzwischen haben wir kleine Puzzleteile. Die können wir eben auch austauschen und im Rest der Halle weiterarbeiten. Okay, wir wollten Rocket Air Produktion angucken. Die läuft gerade hier an und sieht ein bisschen chaotisch aus. Ja, weil wir gerade auch noch umziehen. Wir haben den Teil schon rübergebracht. Das heißt aber, Rocket Air Produktion wandert auch in den neuen Fertigungsbereich 3. Korrekt, genau. Das zieht alles darüber. Inklusive noch einem anderen Modell, was ja kommen wird im nächsten Jahr. Da haben wir ja kombinierte Produktion, Rocket Air und XXX, was das auch immer ist. Könnte was Schnelles sein. Also, was wir vielleicht noch mal kurz hier erklären müssen, wir werden ja diese Arbeitsbereiche behalten mit den Bühnenarbeitsplätzen auch in dem Bereich. Das heißt, wir werden hier zukünftig hauptsächlich Leistungssteigerung machen, also 800 PS G-Klassen, GT63S, also alles Motoren ein- und ausbauen, Montage wird hier sein. Und dann wird ja hier ein Regalsystem, Paternoster-Signal, also Regalsystem. Mit so einem Hoch- und Runterfahrregal. Genau. Ach, geil. Reinkommen, das wird sehr cool, ist aber auch wie immer heute bei den Details ein richtig solider Klotz, wiegt 23 Tonnen. Das ist eine Diskussion stellvertretend für ganz, ganz viele, die in meinem Job im Moment passieren. Ich konnte euch vorhin nicht mit reinnehmen, aber bei dem Termin, den ich mit dem Jörn Rustermeier hatte, haben wir über den kompletten Jahreskalender 24 gesprochen, dass wir am Ende des Jahres 23 einen Planungsgrad von ungefähr 80% haben im Jahr 24. Ich finde es zu viel. Genauso sieht es aus mit allen Projekten, die wir haben. Wenn wir heute sagen, wir renovieren die Kantine, bauen einen neuen Fertigungsbereich, machen ein Zentrallager, entwickeln einen Konfigurator, bauen die Webseite um, führen E-Commerce ein, you name it, da gibt es noch 100 weitere Projekte hier im Moment im Laden, dann kannst du eigentlich immer davon ausgehen, dass wir eine Vorlaufzeit brauchen von? Ja, 1,5, je nachdem. Manchmal auch 6 Monate nur, aber das ist natürlich immer ein bisschen abhängig von der Komplexität. Das heißt, du bist 1 oder 2 Jahre beschäftigt, bevor mal sich der erste Stein bewegt, ein Auto irgendeiner Form, ein Prototyp rollt oder ein Regal installiert wird oder. Selbst für Mehmet, was eigentlich schon so sagen, Mähroboter jetzt Mehmet heißt. Heißt der Mehmet? Mehmet. Für den hart arbeitenden Mehmet draußen und das Blumenbeet. Nur das Blumenbeet haben wir jetzt ein Dreivierteljahr gebraucht und ich habe die Krise gekriegt. Ich glaube, es ist auch öffentlich kein Problem, das zu sagen. Neuer Smart, #OneBravo. Von dem Moment, wo wir angefangen haben zu sprechen über die Zukunft von Smart, bis zu dem Zeitpunkt, wo wir ein Auto hier auf dem Hof hatten, #OneBravos, produziert in China, in einer neuen Zusammenarbeit mit der neuen Smart. Es sind, wie lange es ungefähr war, wir sagen es gleichzeitig, 3, 2, 1, 5 Jahre. Ja, 4 Jahre. 5 Jahre. 4 Jahre, ja. Also heißt auch dieser wunderschöne gelbe Rocket Air zieht in den neuen Fertigungsbereich. Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, das bestintegrierte Antriebsstrangpaket in der deutschen Automobilindustrie. Unglaublich, wie viel da stattfindet auf so wenig Platz, ja. Wirf mal einen Blick rein, da bleibt nicht mehr viel über. Wenn wir alles ausgebaut haben, was in irgendeiner Art und Weise bearbeitet wird, hast du nur noch eine nackte Karosserie mit ein bisschen Kabelbaum. Das Schlimme ist, wenn du den zusammenbaust und hast hinterher 2 Schrauben über, dann ist ganz kritisch. Gibt es eigentlich auch eine Mittagspause? Für mich? Für dich, ja. Mittagspause. Ja. Ich verstehe die Frage nicht. Boah, ist das cool. Wird natürlich jetzt hier super kontrastiert, deshalb fallen hier die so auf. Du musst eigentlich als BVB-Preset in den Konfigurator legen. Das will jetzt nicht ganz so laut sagen hier in dem Nee. Ja. Dafür sind wir zu nah an Geld. Ist ein Kundenfahrzeug, ne? Ist ja Kundenfahrzeug. Hallo, komm runter. Was ist denn da los? Es hat wieder eine neue Social-Media-Ära eingeleitet. Er belästigt jetzt Leute auf dem Flur. Mache ich jetzt immer freitags. Das ist eine TV-Show, geht immer live freitags. Aber keine Kundenfahrzeuge. Haben Sie hier einen Werkszugang? Vorne habe ich also Umgesprungen. Carsporter. Dem Mann ist wieder nicht zu helfen. Wir sind hier, Fertigungsbereich 3, Werk 1. Vor 2 Wochen haben wir angefangen einzuziehen und wie ihr jetzt sehen könnt, sind jetzt schon Autos drin. Also diese Halle hier war unser altes Lager. Wir haben einmal das komplette Dach durchsaniert, den kompletten Boden saniert, im Prinzip die Stahlträger einmal komplett saniert, haben uns um die gesamte Halle gekümmert, neue Fenster eingebaut, die Tore eingebaut und jetzt sind seit 1,5 Wochen auch die Autos drin. Hier steht übrigens ein fertiger Rocket Air auch. Ist das krass. Ist das geil. Ist das geil. Boah. Geisteskrank. Oder? Ja, unfassbar. Was ist das? Bremsenprüfstein. Ach so. Für TÜV.
für TÜV, ja, aber auch für uns zur Qualitätssicherung, wenn wir die Bremsanlagen tauschen. QM, QS-Bereich, also Qualitätsmanagement, Qualitätssicherung, arbeiten hier auf 1, 2, 3, 4 Plätzen. Und das ist der Platz, wo unsere Experten von der Qualitätssicherung, von der Abnahme, die Fahrzeuge komplett durchprüfen und abnehmen und mit diesen kleinen Qualitätsstickerchen arbeiten, wenn irgendwas nicht stimmt. Und wenn was nicht stimmt, geht es nicht zurück in die Fertigung, weil wir wollen ja nicht den Flow blockieren, sondern dann gehen die Autos zum Beispiel hier hin, wo dann korrigiert wird. Next up. Möchtest du gerne vor der Produktsteuerung noch was essen? Ja. Sonst kommst du erstmal nicht dazu. Ja, genau, gerne. Gerne. Was gibt's denn heute? Gemüse. Oh. Wie jeden Tag zum Mittag Gemüse. Mega. Guck mal, wer auf meinem Platz ist. Ja, die Chefin. Also heißt, heute steht noch an, Gremium-Produktsteuerung. Dann Physio. Dann habe ich Physiotherapie tatsächlich. Wir haben wahrscheinlich heute wieder einen sehr, sehr langen Tag und auch morgen wieder einen sehr, sehr langen Tag. Ihr habt immer lange Tage. Das ist tatsächlich im Moment ein Problem. Danke. Das ist richtig. Jetzt kriege ich erstmal was zu essen und dann geht es gleich ab in eins unserer wichtigsten Gremien, also eins der wichtigsten Meetings, die wir hier haben, nämlich Gremium-Produktsteuerung. Hört sich furchtbar langweilig an, ist es aber gar nicht, weil wir da über Produkte der Zukunft reden. Und all das, was ihr wahrscheinlich zum Beispiel im nächsten Jahr bei der Brabus Signature Night 2024 sehen werdet. Du reißt dir hier den Hintern auf. Jeden Tag. Das ganze Jahr lang. Ne? Und was kriege ich dafür? Was kriege ich dafür Einen Platz. an Anerkennung und Respekt? Gar nichts. Ich respektiere dich. Ist das jetzt eine Entschuldigung oder was? Nee, das ist Respekt. Achso, ja dann. Und jetzt Ja, guten Tag. Ich freue mich, dass Sie da und sind. trinken wir ein bisschen Zitronenwasser. Boah, Leute, mir raucht der Kopf. War echt viel. Ich finde das wirklich spannend, dass du heute dabei bist. Da kann man nämlich auch mal in die Komplexität der Themen, mit denen wir teilweise konfrontiert sind, mal sehen. Ne? War es das jetzt vom Tag oder kommt da noch was? Ich bin jetzt gleich auf dem Weg zur Physio. Da sind wir heute für heute erstmal raus. Dann bin ich auf dem Weg zum Flughafen, weil ich morgen einen Termin in Paris habe. Und ich morgen Geburtstag habe. Das kommt auch Dann werde ich dazu. mir morgen früh die Zeit nehmen, zumindest etwas auszuschlafen und dann auch zu frühstücken. Und dann geht es auch schon weiter. Ich hoffe, ihr Lieben, euch hat es gefallen, mal einen Tag lang dabei zu sein. Schreibt mir doch gerne in die Kommentare, was ihr an Fragen habt, was euch dazu einfällt. Lasst mich wissen, was ihr dazu denkt. Lasst brennen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir stecken viel Arbeit in die Videos auf diesem Kanal und deshalb wäre es toll, wenn ihr das Team belohnen könntet, indem ihr das Video liked und den Kanal abonniert.